Hallo und willkommen zum dritten Teil unseres Raindancer-Trainings. Mein Name ist Jens und ich begleite euch auch weiterhin durch diese Videoreihe. Heute wollen wir uns mal anschauen, was wir vorbereiten müssen, um uns im Nachgang um die Schläge kümmern zu können. Kleine Vorwarnung, alles in diesem Video ist optional und muss nicht gemacht werden, hilft aber am Ende der Saison sehr. Im ersten Teil geht es dabei um die Brunnen. Die Brunnen sind abrechnungsrelevant und beinhalten alle entnommenen Wassermengen, die wir in den verschiedenen Beregnungsgängen über das Jahr verteilt auf die Flächen gebracht haben. Wir müssen das nicht anlegen und können im Nachgang auch jeden einzelnen Beregnungsgang nochmal einem bestimmten Brunnen zuweisen, falls es dann doch wichtig sein sollte. Es empfiehlt sich aber, das einfach frühzeitig zu tun, um jeden laufenden Beregnungsgang einfach schon einem Brunnen zugewiesen zu haben. Und damit beginnen wir auch. Das Brunnenanlegen ist kinderleicht und geht auch super schnell. Wir gehen hier oben auf Brunnen und dann auf den Punkt Brunnen klicken, warten, bis die Seite sich kurz geladen hat und sehen dann eine Übersicht aller unserer Brunnen. Momentan sind die natürlich leer. Der nächste Schritt ist, wir klicken hier unten auf Neuer Brunnen und schon bekommen wir eine gewohnte Eingabemaske, die uns nach ein paar Sachen fragt. Zum einen gleich ganz oben die Bezeichnung, damit wir auch wissen, um welchen Brunnen es sich handelt. Und hier tragen wir jetzt ein, den Namen unseres Brunnens. Direkt darunter finden wir Breitengrad und Längengrad. Die müssen wir natürlich nicht händisch eingeben. Da gibt es hier den Punkt mit der Karte. Wenn wir hier draufklicken, bekommen wir eine Karte von unserem Standort. Und hier können wir uns auch schon aussuchen, wo unser Brunnen stehen würde. Wir nehmen also die Maus, klicken, ziehen, wie man es von all den anderen Programmen auch kennt. Wenn Sie den Punkt gefunden haben, klicken Sie einmal und schon wechselt der Standort des Brunnens darüber. Wir können jetzt auf Übernehmen klicken und schon haben wir hier Breiten- und Längengrad. Direkt darunter haben wir die Möglichkeit, uns eine Abrechnungsart auszusuchen. Da wäre zum einen mal die Abrechnung über Kubikmeter oder halt über Betriebsstunden. Je nachdem, was wir dort eingestellt haben, wird halt im Brunnen gezählt, was verwendet wird. Direkt darunter haben wir die Möglichkeit, eine Abrechnungskennung zu hinterlegen, für den Fall, dass in den Büchern eine bestimmte Zahl oder eine Kennung stehen sollen muss. Direkt darunter haben wir genehmigte Mengen. Dort können wir eintragen, wie viel uns in diesem Jahr dort an Kontingent zusteht. Für unseren Brunnen trage ich hier einfach mal eine 70.000 ein. Das heißt, unser Brunnen hat ein Kontingent von 70.000 Kubikmetern, aus dem wir uns dieses Jahr bedienen können. Am Schluss haben wir hier noch die Möglichkeit, eine Bemerkung zu hinterlegen für den nächsten, der in diesen Punkt reinschaut. Wir klicken nun auf Speichern und sehen die neue Liste mit unserem angelegten Brunnen. Noch ein paar Worte zu dieser Übersicht an sich. Wir haben hier eine Liste aller unserer Brunnen. Zum einen hier oben halt den nicht zugeordneten Brunnen. Auf diesen werden alle Beregnungsgänge gebucht, die keinem anderen Brunnen zugeordnet sind. Hier drunter haben wir den Brunnen, den wir eben gerade angelegt haben, mit allen den Parametern, die wir dazu gepackt haben. Für den Fall, dass Sie eine Pumpe haben, die einem Brunnen hinzugefügt ist, würden Sie diese hier per Namen sehen, dasselbe mit einem Zähler. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Hier haben wir noch die genehmigten Wassermengen, die zu diesem Brunnen hinterlegt worden sind. Und in dieser Spalte mit den Kubikmetern hier oben drauf würden wir unsere entnommenen Wassermengen sehen. Diese beziehen sich allerdings immer nur auf das, was in dieser Auswahlbox hier oben ausgewählt ist, also die aktuelle Saison. Beziehungsweise, wenn Sie in die Vergangenheit gucken wollen, halt die zurückliegenden Saisons. Als nächstes haben wir hier die Abrechnungsart, damit Sie auch sehen können, was Sie da haben. Und direkt dahinter die Kennung für den Fall, dass Sie die eingetragen haben. Generell ist zu sagen, ein Brunnen ist bei uns tatsächlich nicht nur ein klassischer Brunnen und ein Loch im Boden, sondern eigentlich jede mögliche Wasserquelle, die wir zur Verfügung haben. Das kann zum Beispiel ein Beregnungsnetz sein, wenn Sie in einem Beregnungsverband sind oder wenn Sie irgendwo Oberflächenwasser entnehmen. All diese Wasserentnahmestellen zählen für uns als eigene Brunnen und können dann im Nachgang auch den Flächen zugewiesen werden. Aber wir sind jetzt hier im Prinzip mit den Brunnen auch schon durch. Wir haben jetzt unseren einen Brunnen angelegt. Sie können natürlich so viele Brunnen anlegen, wie Sie wollen. Damit haben wir diesen Teil des Videos auch schon beendet. Im nächsten Teil kümmern wir uns um die Fruchtarten, die auf den Flächen angesät werden. Dazu gehen wir hier oben auf Stammdaten und dann auf Fruchtarten. Auch hier haben wir wieder eine kleine Übersicht mit all den Sachen, die wir halt zu Fruchtarten hinterlegen können. In dem Fall ist tatsächlich eine angelegt, das ist immer unsere Standardfruchtart. Die hat keinen Namen und ist auch so nicht relevant. Generell ist bei Fruchtarten zu sagen, dass sie ausschließlich zur Übersicht dienen und sie haben den Pferdefuß, dass sie eventuell jedes Jahr einmal angepasst werden müssen. Nichtsdestotrotz ist es kinderleicht, diese anzulegen und genau das machen wir jetzt auch. Wir klicken auf Neue Fruchtart anlegen, warten bis die Maske kommt. Dann fragt uns das System nach einem Fruchtartnamen. Hier tragen wir ein, was wir anbauen wollen. In dem Fall Augerste.
Wir hätten jetzt hier noch die Möglichkeit, ebenfalls eine Beschreibung zu hinterlegen. Diese würde dann ebenfalls hier mit angezeigt werden in der Übersicht im Hintergrund. Wenn wir einen Import machen, würde darunter noch ein Fruchtart-Code eingefügt werden. Und damit haben wir es im Prinzip auch schon. Wir klicken auf Speichern und unsere Braugerste ist angelegt. Jetzt legen wir noch eine zweite an. Einmal die Kartoffeln. Auch hier hätten wir die Möglichkeit, eine Beschreibung zu hinterlegen. Machen wir aber nicht. Wir klicken auf Speichern. Und damit haben wir auch schon alle Vorbereitungen getroffen, um uns nächstes Mal um die Flächen zu kümmern. Dieses Video wird dann sicherlich ein wenig länger werden. Wir gehen wieder auf die Startseite. Und hier treffen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann.